Hallo, meine liebe Jungfrau und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Jungfrau, heute mit einer etwas anderen Kartenlegung als sonst, und zwar geht es heute wirklich um den Aszendenten im Sternzeichen Jungfrau. Genau, du hast richtig gehört, es geht wirklich um den Aszendenten. Und warum schauen wir uns den Aszendenten an? Ganz einfach, weil der Aszendent ist oder gehört zu deinen inneren Aufgaben im Leben. Wir haben einen inneren Seelenplan und einen äußeren Seelenplan, und beim äußeren Seelenplan gehört zum Beispiel das Thema Berufung finden dazu, und der Aszendent gehört zum inneren Seelenweg. Und ich finde das immer wieder so ein bisschen ein spannendes Thema, weil wenn wir uns auch diesen inneren Themen, diesen inneren Aufgaben so ein bisschen annehmen, zeigt sich das dann auch im Außen. Das heißt, wenn du jetzt deine inneren Themen einfach ignorierst, dann wird sich das in Form von einem Spiegel zeigen. Dann hast du vielleicht Probleme in der Liebe, beim Thema Geld oder beim Thema Beruf. Und darum ist eben diese inneren Themen sehr, sehr spannend, wenn man sich eben damit beschäftigt. Und das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns an, was unterstützt dich dabei beim Thema Seelenweg, was ist aktuell wichtig für dich zu wissen, was für mögliche Blockaden könnten auf dich zukommen oder sind vielleicht schon da, wo darfst du hinschauen. Liebe Jungfrau, denk daran, das ist aber eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ja, liebe Jungfrau, dann würde ich sagen, starten wir doch. Liebe Jungfrau, deine Botschaft für deinen Seelenweg. Was ist aktuell wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen, liebe Jungfrau? Was ist wichtig für dich zu wissen? Wir haben dreimal das Stopp. Wir haben einmal Befreiung aus der Stagnation, fehlende Gegenseitigkeit, also der Lehrerbrunnen, und Heilung von Körper, Geist und Seele, Mitox. Liebe Jungfrau, ich sehe hier ganz stark, dass die Karten dich daran erinnern wollen, auch Dinge für dich zu tun. Also nicht nur für andere, sondern Dinge auch für dich zu tun. Also Selbstfürsorge, sei das auf körperlicher Ebene oder mentaler Ebene, spielt keine Rolle. Also hier da ein bisschen auf deine Gesundheit achten, das nicht vergessen. Also nicht nur immer für alle da sein oder die ganze Zeit im Außen sein, sondern auch für dich schauen. Ganz, ganz wichtig. Ich sehe hier auch der Lehrerbrunnen, fehlende Gegenseitigkeit und Befreiung aus der Stagnation. Also ich sehe, dass irgendwo eine Art, es fühlt sich an, als wäre das wie kann ich das beschreiben? Es fühlt sich an, wie als versuchst du etwas zu pflanzen, aber der Boden ist gar nicht dafür ausgerichtet. Also als wäre da eine Art Trockenheit oder als würde da was fehlen. Also da ist wie eine Art Leere. Es ist wie wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, dass du weißt, was ich meine. Das ist wie wenn du jetzt ein Loch gräbst und hoffst, dass du auf Erdöl stoßt, aber dort hat es gar kein Erdöl. Aber du möchtest es nicht wahrhaben und gräbst weiter und weiter und weiter. Und es kommt aber kein Erdöl und du fragst dich, warum geht es nicht vorwärts in deinem Leben? Und du hast den Fokus auf dieses Loch und versuchst und versuchst und versuchst, aber es kommt gar nichts, weil du am falschen Ort gräbst. Es ist einfach, dass du weißt, was ich meine. Das ist jetzt nur ein Beispiel, so bildlich gesehen. Und ich sehe, dass da irgendwo eine Art leerer Brunnen ist, wo du so ein bisschen akzeptieren darfst, und die Akzeptanz befreit dich aus einer Stagnation. Hilft dir dabei, vielleicht auch etwas loszulassen oder vielleicht auch etwas zu heilen, vielleicht ein Thema, wenn dich irgendein Thema beschäftigt. Sehr, sehr spannend, sicher ein intensives Thema. Schauen wir mal, was ist denn die Hauptenergie, dein Hauptthema, liebe Jungfrau, wo du hinschauen darfst. Die Herrscherin, ja, das ist ganz spannend. Die Herrscherin ist die Energie von
nähren, etwas nähren, damit es Wurzeln bekommt, damit du Früchte ernten kannst, aber nähre das Richtige, nähre das, was dir gut tut. Erkenne, wo ist der leere Brunnen, oder der leere Brunnen, das kann auch die Stimme der Angst sein, oder? Nähre nicht die Angst, nähre nicht die Mangelenergie, nähre nicht das, was nicht da ist. Das ist wie zum Beispiel, wenn du Liebe erzwingen möchtest. Wenn da keine Liebe ist, dann kannst du es nicht erzwingen, weil jeder hat einen freien Willen. Dann ist es eher so, dass du vielleicht, eben wenn du das akzeptieren kannst, dass du wie den Raum öffnen kannst für Menschen, die dir auch Liebe zurückschenken. Und das kann natürlich ein schwieriges Thema sein, je nachdem, was dein Thema ist, aber die Karte möchte ich dazu auffordern, dass du ein bisschen bewusster deine Energie in die Menschen investierst, in die Dinge investierst, die dir wirklich gut tun. Also bettle nicht um Liebe, bettle nicht um Anerkennung, bettle nicht um weiß nicht was, bettle nicht. Weil wenn du am richtigen Ort bist oder mit den richtigen Menschen bist, bekommst du automatisch das zurück, was du dir wünschst. Also hier geht es auch darum, Wurzeln wachsen lassen. Etwas braucht mehr Pflege und zwar etwas, was dir wirklich wichtig ist. Etwas, was auch Früchte bekommen kann. Darum da ein bisschen Acht geben, wo investierst du deine Energie, deine Zeit. Es kann auch sein, dass es eine neue Idee ist, eine neue Verbindung, was auch immer. Das darfst du für dich natürlich selbst entscheiden. Schauen wir mal, die Herrscherin. Ja, 5. Schwerter, es ist an der Zeit, dass du die Energie von 5. Schwerter loslässt, dass du solche Menschen gar nicht mehr so ein bisschen in dein Feld lässt. Also dass du Menschen, die neidisch sind auf dich, die neidisch sind, die dich nicht verstehen, die dein Licht dämmen, die dir nicht das zurückgeben, was du gibst. Lass solche Menschen zurück oder solche Situationen. Es geht wirklich darum, dass diese Energien gar keine Kraft mehr bekommen. Und dann können sie auch nicht mehr in dein Feld kommen. Schauen wir mal, was ist denn die größte Blockade? 10 der Münzen, das ist jetzt interessant. 10 der Münzen als Blockade. Kann natürlich auch ein Geldthema sein, wenn der Fokus sehr stark auf Geld ist oder vielleicht auch Mindset. Oder vielleicht geht es auch darum, das Thema Erfolg oder Fülle, dass du dir das vielleicht nicht zutraust oder das Gefühl hast, nur bei diesem leeren Brunnen kann ich diese 10 Münzen bekommen, aber es ist ein leerer Brunnen. Da ein bisschen schauen, warum hast du das Gefühl, dass du nur dort die wahre Liebe bekommst, dass du nur dort glücklich bist. Warum? Wenn es so wäre, würdest du es doch zurückbekommen, oder nicht? Also dort ein bisschen hinschauen, auch bei Glaubenssätzen, also erlaube dir, groß zu denken, erlaube dir, auch mehr zu wollen vom Leben. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um deine Größe, deinen wahren Wert, erkennen deine Fähigkeiten und nicht im Widerstand mit dir selbst zu sein. 10 der Münzen. Ich denke, sowieso, wenn du Jungfrau als Aszendenten hast, natürlich kommt es noch darauf an, was du sonst noch für Platzierungen hast, sicher noch interessant. Also hier haben wir auch noch Stierenergie, was du Stier noch hast, könnte sein, dass das ein stärkeres Thema ist. Ja, deine Größe kommen. Vielleicht auch das Thema Ausland. Vielleicht zieht es dich eigentlich ins Thema Ausland, aber du traust dich nicht. Aber nimm das an, was zu dir gehört. Schauen wir mal, was kommt sonst noch. Liebe Jungfrau, wo darfst du sonst noch hinschauen? Wir haben hier auch Widderenergie. Ja, hier haben wir eben die 7 der Münzen und Luftenergie. Also wenn du ein Luftzeichen bist oder
oder du starke Wiederplatzierungen oder Stierplatzierungen hast, kann es sein, dass du dieses Thema ein bisschen stärker fühlst als jetzt die anderen. 7 der Schwerter, also ich habe da das Gefühl, da ein bisschen schauen, mit wem du dich umgibst. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, da ist irgendeine... Da ein bisschen schauen, mit wem du dich umgibst und was erzählt die Person und was gibt dir die Person, oder? Es kann sein, dass eine Person nur heiße Luft redet, aber dir gar nichts gibt. Also, dass es leere Versprechungen sind, um dich ein bisschen bei der Stange zu halten, sage ich jetzt mal. Sei das jetzt Arbeitgeber oder Liebe. Es kann natürlich auch um das Thema Selbstvertrauen gehen, um das Thema Selbstakzeptanz. Dann ein bisschen schauen, dass du einfach ehrlich bist zu dir selbst, weil ich sehe hier schon, dass eine Chance kommt, dass du mehr ins Erschaffen gehen kannst. Definitiv. Also hier kommt eine Chance, um zu erschaffen, um zu kreieren. Auch eine Chance für Selbstbewusstsein. Es kann auch sein, dass dir eine Person hilft, aber eben diese 7 der Schwerter und 5 der Schwerter, da ein bisschen aufpassen, dass du nicht in Menschen deine Zeit verschwendest oder Situationen, die nur nehmen. Oder die nur ein bisschen Bestätigung wollen oder Aufmerksamkeit, da ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal, warum 7 der Schwerter, Frau. 9 der Kelche. Ja, sabotiertes Glück. Dann entweder sabotierst du selbst ein bisschen dein Glück oder von außen. Lass dich nicht verunsichern, ganz, ganz wichtig, weil 9 der Kelche zeigt eigentlich, dass da eine Chance für großes Glück ist. Aber hier ist auch eine Art Sabotage-Energie, dass man es dir nicht gönnt oder dir wegnehmen möchte. Oder es kann auch sein, dass das dein Thema ist oder dass du vielleicht in der Selbstsabotage bist, weil du an einem leeren Brunnen festhältst. Schauen wir mal, warum der Herrscher. Oh, schon wieder der Herrscher, Doppelherrscher. Also hier kommt definitiv eine Chance, um etwas zu kreieren. Es kann auch sein, dass hier ein wichtiges Gespräch kommt, was dich unterstützen kann. Es könnte auch ein Vorstellungsgespräch sein, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Oder generell ein Gespräch, sehe ich hier. Ich sehe aber auch, dass du das sehr stark analysierst. Also hier so ein bisschen ins Analytische gehst, bevor du eine Entscheidung triffst. Jungfrau-Energie, ja, du ordnest das ein. Und hier haben wir wieder das Thema Geld. Oder hier ist eine Art Mangelenergie. Ich sehe schon, dass du am Überlegen bist, aber der Blick ist immer noch ein bisschen zu diesem Brunnen gerichtet. Ich nehme einfach diesen Brunnen wahr. Ich weiß nicht, was dieser Brunnen ist. Ich weiß nicht, ob das etwas mit 7 der Schwerter zu tun hat, dass man dir leere Versprechungen macht und deswegen kannst du dich wie nicht richtig von diesem Brunnen abwenden oder du sabotierst dich selbst, weil da wie noch eine Hoffnung ist, obwohl dieser leere Brunnen dir die Stagnation bringt. Es kann wie sein, also ich sage auch ein Beispiel, dass du es dir besser vorstellen kannst, wenn du jetzt du bist unzufrieden mit deinem Job und jetzt hast du ein Vorstellungsgespräch für einen Traumjob, der dir eigentlich gefallen würde und dein Vorgesetzter bekommt das irgendwie mit oder du möchtest kündigen und dann kommt, ja, nein, bleib noch ein bisschen, ich verspreche dir, in einem Jahr bekommst du eine gewaltige Gehaltserhöhung und eine Beförderung, dich an der Stange halten, aber sie haben dir schon x-mal was versprochen und nicht eingehalten und auch dieses Mal wird es nicht eingehalten. So etwas sehe ich hier einfach in deinem Feld. Leere Versprechen. Aber es sind nicht die ersten leere Versprechungen, es sind schon mehrere leere Versprechungen oder Hoffnungen, die man dir gegeben hat, aber nicht eingehalten hat. Irgendwie so etwas. Wahrscheinlich an das, was du jetzt gerade denkst, ist es wahrscheinlich. Aber schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat?
um dich zu unterstützen, dass du in diese wunderschöne Energie von der Herrscherin eintauchen kannst. Weil schau mal, wir haben hier Herrscherin und den Herrscher. Also hier das männliche Prinzip und weibliche Prinzip vereint oder Tag und Nacht vereint und das kann was Großes sein. Der Rat ist der Magier. Lass dich nicht verunsichern, du hast alles, was du brauchst für diese neue Tür oder für den neuen Weg. Manifestiere das, was du haben möchtest und erkenne die Werkzeuge, die deinen Weg kreuzen. Weil oft ist es so, dass das Manifestierte vielleicht nicht 1:1 so unseren Weg kreuzt, aber es kreuzt sich eine Art Chance, Werkzeug und wenn du dieses Werkzeug annimmst, also diese Chance, öffnest du dadurch diese Tür zum Manifestierten. Aber es braucht Initiative natürlich. Gib Acht, wo deine Gedanken hingehen. Also nicht zu diesem leeren Brunnen, dann ziehst du nur Leere an. Ganz, ganz wichtig. Wo hast du zu wenig den Fokus? Wo darfst du viel, viel mehr hinschauen? Ein bisschen noch mehr ins Vertrauen kommen, vielleicht auch mit Affirmationen arbeiten. Wenn du merkst, dass du dort ein Thema hast. Viel mehr ins Vertrauen kommen und ein bisschen bewusster dich von Mangelenergie entfernen, bewusster von Menschen entfernen, die dich nur ausnutzen, aussaugen, so diese Energievampire, oder dir nicht gut tun. Du musst dir so vorstellen, du bist ja Aszendent Jungfrau, also je nachdem, was du sonst noch für Platzierungen hast, vor allem wenn du jetzt noch ein Wasserzeichen bist, hast du wahrscheinlich eine sehr heilende Energie. Und das kann natürlich für jemanden, wo vielleicht eher so ein bisschen die Mangelenergie lebt oder eine Schwere im Leben hat, sehr anziehend sein, oder? Dann gibst du die Wärme, die Kraft, aber dann bist du wie eine Batterie und mehr eben nicht und das ist nicht deine Aufgabe. Also es kann sein, dass eben Aszendenten im Jungfrau haben manchmal eine Begabung für Heilung, je nachdem natürlich, was du sonst noch für Platzierungen hast oder um Mut zu geben. Und dann kann es sein, dass sich Menschen an dir festkrallen, weil du ihnen eben Mut und Fülle gibst, aber sie geben dir nichts zurück, also sie saugen dich nur aus. Darum ein bisschen aufpassen, dass du dich gezielt von Menschen, die dich ausnutzen, entfernst. Ganz, ganz wichtig, dass du da ein bisschen Acht gibst. Ja, liebe Jungfrau, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.